Was OM System in diesem Preisbereich für Wildlife so abliefert, das ist schon sehr beachtlich. Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu diesem Objektiv, und zwar dem 100 bis 400 mm Objektiv von OM System in der Version 2. Das ist relativ neu, das kam vor ein paar Wochen, Monaten raus. Ich glaube im Zeitraum Februar, als ich die OM 3 bekommen habe zum Testen. Jetzt hatte ich das Objektiv und habe das einfach mal so ein bisschen im Wildlife-Segment ausprobiert und auch überall, wo man einfach ein bisschen mehr Brennweite gebrauchen kann. Und es ist so, es gibt ja diverse Teleobjektiven bei OM System. Da haben wir das 150-600, was deutlich größer ist, was natürlich aber auch nochmal einen größeren Brennweitenbereich bietet. Und dann gibt es aber natürlich auch das 150 bis 400 mit der durchgehenden Blende von 4,5, welches aber mit 7.500 € natürlich in einem ganz anderen Preisbereich ist. Hier haben wir jetzt also die 100 bis 400 mm Version und die ist für 1.500 € zu haben. Und das ist für den Brennweitenbereich, wir befinden uns ja hier im Kleinbild-Äquivalent bei 200 bis 800 mm, schon angemessen, sag ich mal, vom Preis her, weil wenn man mal bei der Konkurrenz guckt, dann ist die doch nochmal ein gutes Stück teurer, aber natürlich das Ganze dann auch am Kleinbildsensor, also am Vollformatsensor. Hier sind wir eben im MFT-System. Das hat aber natürlich ein paar andere Vorteile, und zwar, wir sehen es hier ja schon bei der Größe. Das ist hier dann doch nochmal ein ganz gutes Stück kompakter als alles, was es im Vollformat oder auch im APS-C-Bereich so gibt. Und das ist wahrscheinlich auch der größte Vorteil von dem System. Ich will euch jetzt hier auch gar nicht so groß das Produktdatenblatt oder sowas vorlesen. Ich möchte euch einfach ein paar Werte mitteilen, die meiner Meinung nach immer wichtig sind, wenn man sich sowas vielleicht anschaffen will. Wie zum Beispiel, gut, Filtergewinde 72 mm, das findet ihr im Produktdatenblatt. Aber zum Beispiel die Länge vom Objektiv an der Kamera dran mit Gegenlichtblende aufgesetzt. Weil manche von euch wollen das Ganze vielleicht einfach in die Fototasche tun oder eben in der Fototasche mit umgedrehter Gegenlichtblende transportieren. Und da habe ich die Werte für euch gemessen, die kann ich euch mitteilen. Und zwar ist die Länge ab Bajonett bis zum bis zum Ende von der Gegenlichtblende bei 27 cm. Also knapp 27 cm Länge habt ihr da. Der Durchmesser der Gegenlichtblende ist ungefähr 9,5 cm. Und wenn ihr das Ganze in die Kameratasche packt, dann habt ihr hier ja ungefähr die Höhe, welche ihr braucht. Und da liegt ihr bei 13 cm. Mit den Werten könnt ihr euch jetzt also eine Kameratasche aussuchen oder eben in eurer Kameratasche nachmessen, ob sowas bei euch passen würde. Ihr habt hier aber auch den Vorteil, der Stativfuß trägt dann natürlich ein bisschen auf. Ihr könnt den aber komplett demontieren. Das heißt, das komplette Teil lässt sich einfach demontieren und ihr müsst das Objektiv dazu auch nicht von der Kamera lösen. Das könnt ihr einfach wegnehmen. Bietet dann natürlich nochmal einen Platzvorteil für kleinere Taschen oder auch mal in einem Rucksack oder sowas. Da ist das MFT-System halt schon doch sehr, sehr im Vorteil. Beim Stativfuß bekommt ihr natürlich AK-Swiss-Kompatibilität und ihr könnt durch das, dass ihr den demontieren könnt, auch das Gewicht noch ein bisschen senken. Das Gewicht mit Fuß liegt nämlich bei 1,3 Kilo, also ziemlich genau 1300 Gramm. Ohne den Fuß liegt das Gewicht bei 1125 Gramm. Und das ist dann doch nochmal ein gutes Stück leichter. Mit der Kamera dran liegt ihr dann irgendwo zwischen 1700 und 1900 Gramm, was für so ein System mit dem Brennweitenbereich und auch von der Lichtstärke her noch sehr angenehm ist. Da ist es schon sehr geringes Gewicht, sag ich mal. Also das ist in anderen Systemen dann doch deutlich größer und deutlich schwerer. Bei OM System habt ihr dann natürlich auch den Vorteil, dass die Gehäuse sehr gut geschützt sind gegen Umwelteinflüsse und auch die Objektive. Also wir haben hier eine IPX1 Schutzklasse. Das liegt jetzt nicht auf dem Niveau vom Gehäuse, bei IPX53 sollte das sein. Aber es ist eine Schutzklasse und die sagt euch zumindest mal, dass das Objektiv schon ein bisschen was aushalten könnte. Also im Regen dürftet ihr damit eigentlich gar kein Problem haben. Ihr seht hier, wir haben hier einen ausfahrenden Zoom. Es ist also kein Innenzoom. Jetzt kann sich da hier vielleicht ein bisschen was absetzen. Das heißt, im sehr starken Regen würde ich das Objektiv nur begrenzt nutzen. Also ich hätte da wahrscheinlich keine Bedenken, aber ihr solltet es danach vielleicht dann echt noch mal ein bisschen trocknen.
weil Feuchtigkeit und Optiken und so ist ja immer so ein bisschen ein Problem. Aber wenn es ein System gibt, was wirklich outdoorfähig ist, was mit den Umwelteinflüssen sehr gut umgehen kann, dann ist es wirklich OM System. Hier die Objektive und die Kameras sind dafür einfach so ein bisschen gebaut. Ansonsten lässt sich das Objektiv auch sehr angenehm zoomen. Es dürfte meiner Meinung nach sogar noch einen Tick leichter gehen. Ihr habt hier einen Lockschalter, da könnt ihr das bei 100 mm auch feststellen, aber auch ohne den Lockschalter seht ihr hier, das fährt nicht aus, wenn man es transportiert. Ihr habt sonst noch 3 Schalter für den Autofokus, ihr könnt den da begrenzen, natürlich Autofokus und manuell umschalten, und ihr habt einen Bildstabilisator in dem Objektiv und den könnt ihr auch am Objektiv selbst ein- und ausschalten. Und auch hier der Fokusring lässt sich sehr angenehm benutzen. Jetzt ist es so, in dem Brennweitenbereich, da bin ich wirklich nicht oft am manuell fokussieren. Vielleicht, wenn ihr irgendwie ein Motiv, einen Vogel oder sowas in den Büschen habt, dann könnt ihr da noch mal ein bisschen nachstellen, wenn die Kamera dann nicht automatisch den Vogel finden sollte. Aber die Kamera, die OM1 Mark II hier jetzt in meinem Fall, die hat eine sehr, sehr gute Motiverkennung und da hatte ich eigentlich nie Probleme damit, und deswegen habe ich eigentlich so gut wie nie manuell fokussiert. Und dann kommen wir jetzt mal zum Thema, was euch wahrscheinlich alle interessiert, und das ist die Bildqualität, weil darum geht es ja am Ende auch. Mit dem MFT-Sensor haben wir 20 Megapixel, da darf das Objektiv dann also schon ein bisschen was leisten können, um da eben die geringere Auflösung vielleicht noch so ein bisschen auszugleichen durch eine tolle Schärfe. Und da kann ich euch sagen, das packt das Objektiv auf jeden Fall. Also ich war überrascht, klar, von so einer weißen Göttin 150-400 für 7.500 Euro, da erwarte ich auf jeden Fall, dass die abliefert. Bei dem Objektiv hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich auf so einem Niveau abliefert, auf welchem sich das Objektiv ja einfach befindet. Weil das ist wirklich sehr gut. Also die Schärfe an sich in der Mitte, tipptopp, da kann sich niemand beschweren. Das ist wirklich sehr, sehr scharf. Ihr seht es hier vielleicht auch in den Beispielbildern ein bisschen. Und selbst im Randbereich kann man damit sehr gut arbeiten. Also da gibt es nur einen ganz leichten Abfall der Schärfe. Der ist meiner Meinung nach eigentlich fast nicht sichtbar. Da muss ich also ehrlich sagen, für den Preis bekommt man hier schon eine richtig gute Schärfe. Das hätte ich so erstmal nicht erwartet. Selbst hier bei ISO 12800, guckt euch mal die Haare da an von meiner Katze. Das kommt schon richtig gut rüber, und klar, es geht wahrscheinlich immer noch ein Tick mehr, aber ich sag's mal so, bei anderen Systemen müsst ihr dann schon richtig Geld hinlegen, um vor allem erstmal in den Brennweitenbereich zu kommen. Ihr müsst einfach nur beachten, wir sind bei 400 mm hier am Objektiv, das heißt, wir sind 800 mm im Kleinbildäquivalent, und das heißt, wir können richtig Strecke mit dem Objektiv machen, und wie ihr hier vielleicht im Beispielbild seht, der Hubschrauber ist 2,5 Kilometer weg, und es war 25 Grad Vormittag, sag ich mal. Und das seht ihr schon, ihr habt da nichts mehr von der Schärfe, weil einfach das Hitzeflimmern schon so groß ist über die Distanz bei der Brennweite. Das müsst ihr einfach im Hinterkopf behalten. Also da ist es eben wirklich so, da wird euch sehr viel Luftqualität manchmal das Bild ein bisschen versauen. Also klar, wenn ihr natürlich auf kurze Distanzen fotografiert, dann merkt ihr davon nichts. Aber wie gesagt, mit 800 mm im Äquivalent, da geht schon ein bisschen was auf die Distanz. Und da müsst ihr dann schon ein bisschen danach gucken, was so eure Luft da macht. Oder auch Staub und so weiter in der Luft, nicht auf dem Objektiv selbst, sondern in der Luft eben, wenn es mal wieder Sahara-Staub gibt oder so. Das nimmt euch schon ein bisschen die Bildqualität raus, und da ist auch kein anderes System irgendwie besser, weil da kann man eben nichts dagegen machen. Ansonsten sorgen hier 9 Blendenlamellen für das Bokeh, und da muss ich sagen, das Bokeh gerade auf längere Entfernungen, das ist jetzt nicht cremig oder sowas. Also das ist in dem Blendenbereich dann natürlich auch so, da könnt ihr das nicht erwarten, dass ihr da ein super tolles cremiges Bokeh bekommt. Aber es ist so, man kann schon damit arbeiten. Man sieht so ein bisschen im Vorder- und auch im Hintergrund, dass so ein bisschen das eben nicht cremig ist, sondern so ein bisschen, wie kann ich es ausdrücken, ein bisschen grober ist, sag ich mal. Ihr habt noch keine richtigen Verwirbelungen oder sowas drin, und meiner Meinung nach ist es auch noch voll ansehnlich. Also ich hätte damit noch nicht ein Problem, auch wenn ich mehr der Freund davon bin, ein cremiges Bokeh zu haben. Wenn ihr dann euer Motiv näher herholt, also wenn ihr wirklich nah dran seid, dann bekommt ihr natürlich auch hier die Creme im Hintergrund. Also dann habt ihr ein cremiges Bokeh, so wie ich es gerne auch habe. Ihr müsst halt an euer Motiv ein bisschen näher hinkommen. Dann ist es hier natürlich auch der Fall. Ihr seht es hier bei der Blume, da können wir auch gleich noch das nächste Thema behandeln, und zwar die Naheinstellgrenze, die ist nämlich bei 1,30 Meter. Das heißt, ihr könnt schon relativ nah hin, eben weil ihr mit viel Brennweite kommt, aber es ist jetzt kein Makroobjektiv.
Aber wie wir an der Blume sehen, es lässt sich damit schon das eine oder andere Detail auch noch festhalten. Mit chromatischer Aberration und Low-Cast hatte ich eigentlich so gut wie keine Probleme, also da konnte ich in den Bildern nicht wirklich was feststellen. Vielleicht hier bei der Ende im Wasser, in den Spiegelungen im Wasser, wenn man ganz genau hinschaut, könnte man vielleicht ein bisschen was erkennen. Das ist aber wirklich auf einem Niveau, wo es nicht störend ist und wo ich sagen würde, jetzt nicht, es ist Low-Carb frei oder chromatische Aberration frei, aber es ist auf einem Niveau, wo es einfach nicht auffällt und nicht stört. Und beim Gegenlichtverhalten ist es einfach so, ich konnte auch da mit Ghosting oder Flares nicht wirklich Probleme feststellen. Das liegt aber natürlich auch an der Gegenlichtblende, die hier montiert ist. Die nimmt euch da wirklich sehr viel Streulicht auf und verhindert, dass ihr da groß mit Ghosting oder Flares Probleme habt. Wenn ihr in die Sonne schaut, dann könnte das natürlich sein, dass ihr da ein bisschen was seht. Aber Leute, guckt damit nicht in die Sonne, zielt das Ding nicht direkt in die Sonne, euer Sensor wird es euch danken, wenn ihr das unterlasst, weil da ist ziemlich schnell mal was irgendwie verbrannt oder ja, zerstört. Ansonsten im normalen Betrieb, es ist eben so, ich habe es immer mit Gegenlichtblende verwendet, da konnte ich einfach überhaupt gar keine Probleme damit feststellen. Und beim Thema Autofokus kann man auch nur sagen, OM System hat da einen richtig guten Job gemacht. Also vor allem hier an der OM1 Mark II, da gibt es gar nichts zu meckern. Also ich hatte nicht einmal irgendwie den Gedanken daran, dass das noch ein Tick besser sein könnte oder so. Also der Autofokus ist wirklich sehr schnell und er verfolgt auch wirklich sehr gut. Das ist natürlich die OM1 Mark II, die hat eine gute Motiverkennung und versucht auch richtig gut zu verfolgen. Das Objektiv liefert da wirklich ab. Ich konnte da jetzt nicht mal wirklich einen großen Unterschied zum 150-400 der weißen, teuren Göttin feststellen. Und das ist schon ein richtig hohes Niveau dann. Also das Sigma bzw. das 150-600, was ja ein Sigma Vollformat Objektiv war, was ihr hier auch noch haben könnt, das performt nicht auf dem Level, wo es hier das Objektiv einfach schafft. Und dann ist es natürlich auch so, durch dieses geringe Gewicht, da könnt ihr natürlich auch sehr schnell die Richtung wechseln und auch sehr schnell etwas verfolgen. Und da hat es dann natürlich einen Vorteil, wenn ihr nicht so einen Riesentrümmer in der Hand haben müsst, den ihr vielleicht noch auf einem Monopod oder sowas transportieren müsst. Da ist es hier schon sehr viel angenehmer zu handeln. Und wie gesagt, der Autofokus 1A, da kann man perfekt mitarbeiten. Und ich habe es ja zu Anfang schon erwähnt, ein Bildstabi ist verbaut. Mit Sync IS kommt ihr da auf 7 Stufen Stabilisation und das merkt ihr auch. Also die Stabilisation ist wirklich super. Hier im Beispiel seht ihr jetzt 400 mm aus der Hand gehalten und das ist wirklich tipptopp. Da kommt natürlich wieder der Vorteil vom MFT-System rein. Da ist die Stabilisierung einfach richtig gut. Da kommen die Vollformatsensoren auch meiner Meinung nach einfach nicht hin. Ist auch hier wieder so, also auch bildstabi-mäßig kann man sich hier nicht beschweren. Das Ganze ist konvertertauglich, ihr könnt da also den 1,4 oder auch den Zweifach-Konverter nutzen. Ich habe die Konverter nicht hier, deswegen konnte ich das Ganze jetzt nicht überprüfen, wie da so die Bildqualität rüberkommt. Da müsstet ihr euch vielleicht einfach selber mal schlau machen. Und dann haben wir hier einen Zoom, das heißt, über die Brennweite verändert sich da auch ein bisschen die Blende. Ich blende es euch hier oder da mal ein, die ganzen Stufen, in welchem Brennweitenbereich ihr welche Blende zur Verfügung habt. Dann könnt ihr das auch so ein bisschen für euch abschätzen, ob das für euch ausreichend ist. Und dann einfach nochmal zum Preis. Wie gesagt, wir sind hier bei 1.499 € und ich sag's mal so, meiner Meinung nach geht es schon in Ordnung. Das Objektiv bietet wirklich eine sehr gute Preis-Leistung. Gerade eben 100 bis 400 mm mit der Blende für 1.499 € und vor allem dieser Bildqualität, das ist schon richtig gut. Also da kann man wirklich nicht meckern, auch wenn ihr so vergleicht, was ihr am Vollformat zahlen müsstet für einen 200-800, klar, das ist natürlich dann auch Vollformat, aber die liegen alle drüber vom Preis her. Da ist hier also der Preis schon angemessen, sag ich mal. Ihr bekommt, wenn ihr einen OM1 nehmt, also nicht die Mark II, sondern eine gebrauchte OM1 zum Beispiel, bekommt ihr für 2.500 € ein Wildlife-Setup, mit dem man richtig gut arbeiten kann. Wenn es dann noch ein Tick mehr sein darf, dann die OM1 Mark II. Da seid ihr dann wirklich schon in einem Bereich, wo es bei Vollformat schon richtig ordentliche Hardware braucht, eben weil hier auch der Stacked-Sensor drin ist. Und da könnt ihr schon gerade als vielleicht Wildlife-Einsteiger oder sowas oder selbst wenn ihr auf eine Safari geht und sonst nie Wildlife fotografiert, für 2.500 € bekommt ihr hier ein Setup, da könnt ihr sehr, sehr gut mitarbeiten. Also da muss man sich wirklich nicht beschweren und gerade, wir haben es ja vorhin gesehen, die ISO 12.800 Bilder, auch hier,
da ein bisschen ein Rauschen mit Lightroom oder so, dann ist das Bild voll nutzbar und da wird niemand merken, dass ihr hier ein MFT-System benutzt habt, welches eben deutlich kleiner ist als der Wettbewerb. Und das ist auch eben der große Vorteil. Ihr habt sehr viel Reichweite mit einem guten Sensor, wenn ihr die OM1 nutzt und das Ganze einfach in einem sehr kleinen, kompakten, leichten Setup. Das ist halt immer so das Thema, das muss man im Hinterkopf behalten. Die anderen Systeme sind da vielleicht noch ein Tick besser, aber ihr erkauft euch das Ganze einfach über den Preis, übers Gewicht und über die Größe. Und da ist das hier doch schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das war es dann jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Ich verlinke euch alles unten mal in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das anschauen und gegebenenfalls auch kaufen. Und ja, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.